Wir haben wirtschaftliche Probleme und wir haben de facto keine Grenzen. Wir haben multiple Krisen, eine Wirtschafts-, Energie- und Finanzkrise, die Migrationskrise, davon gar nicht mal zu sprechen. Aber wir haben hier eine Bundesregierung gehabt, die an Inkompetenz nicht zu unterbieten war. Und darum sind wir auch jetzt in dieser Krise. Die Ampel, die hat schon einen rechten Trümmerhaufen hinterlassen. Also die Bundesrepublik Deutschland war noch nie in einem so schlechten Zustand in allen Politikfeldern. Und es hat leider zu lange gedauert, dass die da rumgefummelt haben und alles noch verschlimmbessert hatten. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns ein Interview mit Alice Weidel an, das einfach nur sprachlos macht. Warum? Weil sie Deutschland als Geisterfahrer Europas bezeichnet und damit den Finger genau in die Wunde legt. Warum gehen wir Wege, die kein anderes Land auf der Welt auch nur in Erwähnung ziehen würde? Ob Bildung, Wirtschaft oder Gesellschaft. Die Probleme, die sie anspricht, treffen uns alle direkt. Bleibt dran, denn hier erfahrt ihr, was hinter den Aussagen steckt und warum Weidel in diesem Interview so viele Menschen zum Nachdenken bringt. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und vor allem eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Auf geht's! Kanzlerkandidatin, guten Morgen erstmal. Es Morgen. lebe der Feminismus und ich bin ja auch eine Frau und bin Kanzlerkandidatin. Während wir drei andere Im Kanzlerkandidaten Plural hatte ich jetzt gedacht, haben. kann man die Kanzlerkandidaten... Kanzlerkandidatin mit drei anderen. Aber Ihre Frage bezog sich ja auf die vorweihnachtliche Stimmung. Ich bin tatsächlich in der Stimmung, dass ich mich sehr freue. Ich freue mich über jede Kerze am Sonntag, die ich zusätzlich anzünden konnte. Freue mich auf den 4. Advent, auf Weihnachten. Und danach gehe ich tatsächlich mit meiner Familie Skilaufen. Ich frage jetzt nicht nach den Geschenken, das darf ja auch keiner wissen, das soll ja eine Überraschung sein. Ja, jetzt möchte Robert Habeck mit Ihnen nicht ins TV-Duell. Sind Sie enttäuscht? Ich bin wenig überrascht. Also ich würde auch nicht an seiner Stelle mit mir in ein TV-Duell rein wollen. Also das wäre genau das Gleiche, als wenn ich mich mit einem promovierten Raketenwissenschaftler über eine Rakete unterhalten würde. So muss sich das für ihn anfühlen. Und dementsprechend habe ich sogar volles Verständnis, dass er sich da wegduckt, weil er sich mit mir darüber nicht unterhalten möchte, was er alles verbockt hat. Dieses Land liegt da nieder. Wir haben multiple Krisen, eine Wirtschafts-, Energie- und Finanzkrise, die Migrationskrise, davon gar nicht mal zu sprechen. Aber wir haben hier eine Bundesregierung gehabt, die an Inkompetenz nicht zu unterbieten war. Und darum sind wir auch jetzt in dieser Krise. Der letzte Stand ist, dass jetzt dann doch alle Kandidaten aller Parteien miteinander sprechen. Oder wissen Sie da mehr? Ja, das ändert sich ja stündlich. Ne? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ändert ja stündlich die Kriterien. Ich möchte noch mal drauf zu sprechen kommen, was eigentlich die Genese des Ganzen ist. Die Genese war, dass die trampolinspringende Annalena Baerbock 2021 mit zu einem Duell zwischen CDU und SPD eingeladen wurde, also ein Triell. Und da hat man das an den Umfragewerten festgemacht. Und jetzt, ein paar Jahre später, sind die Umfragewerte so, dass wir als Alternative für Deutschland die zweitstärkste Kraft sind, extrem stabil. Und jetzt irgendwie daran rumgefummelt wird, dass ich bloß da nicht vorkomme. Und Triell, das darf natürlich gar nicht sein. Darum hat man es dann erst in einer Zweier-Zweier-Kombination gemacht, also Merz gegen Olaf und dann der Habeck gegen mich. Jetzt will der Habeck nicht. Und jetzt überlegt man dann doch eine große Runde zu machen. Das ist auch mein letzter Stand. Aber schauen wir mal, ich würde mich sehr freuen, natürlich auch über ein Triell, weil das eigentlich auch die Umfragewerte abbilden würde und eigentlich dem Format entspräche, was man 2021 bei den Bundestagswahlen dann Das eingeführt Argument hat. ist ja immer, die anderen wollen ja sowieso alle nicht mit der AfD, deshalb haben sie ja gar keine Chancen. Stimmt, das ist das Argument, aber das gehört eben auch mit zum demokratischen guten Ton mit dazu, dass man sich unterhält, dass man
Meinung austauscht. Und ich kann dazu nur sagen, ich selbst nehme das auch gar nicht persönlich, aber ich kann nur jedem sagen, auch im ÖR und jedem der anderen Parteien, ich repräsentiere die Wähler nur. Ich binde Millionen von Wählern und von Millionen von Wählerstimmen und die müssen auch inkludiert und gehört werden. Ansonsten haben sie dauerhaft ein Problem, und zwar ein Demokratieproblem. Lassen Sie uns kurz über die Bilanz der Ampel sprechen. Die Amtszeit von Olaf Scholz ist jetzt mutmaßlich demnächst irgendwann zu Ende. Sind Sie zufrieden? Mit welchen Emotionen erfüllt Sie das? Persönlich oder politisch? Die Ampel, die hat schon einen rechten Trümmerhaufen hinterlassen. Also die Bundesrepublik Deutschland war noch nie in einem so schlechten Zustand in allen Politikfeldern. Und es hat leider zu lange gedauert, dass die da rumgefummelt haben und alles noch verschlimmbessert hatten. Ich glaube auch, dass die Vertrauensfrage deutlich zu spät kam, also schon nach dem Koalitionsbruch. Und da hätte man gar nicht mehr 6 Wochen zuwarten dürfen, jetzt noch mal 2 Monate. Und dazu kommt eigentlich, dass die Mehrheiten im Bundestag für Reformen jetzt noch möglich wären. Aber die CDU mit ihrer Blockadehaltung einfach die Sitzungstage ausgesetzt hat. Also wir haben keine Sitzungswochen, es kommen keine Anträge mehr. Wichtige Anträge zur Abstimmung. Also wir hatten eingebracht, die verbliebenen abgeschalteten Kernkraftwerke wieder mit in Betrieb nehmen, die CO2-Abgabe abzuschaffen, unsere Grenzen zu sichern und zu kontrollieren. Das waren die 3 Anträge, die wir in der ersten Sitzungswoche mit einbringen wollten. Die wurden von der Tagesordnung runtergewischt. Und dementsprechend wäre es da zu einer gehörigen Entlastung bereits gekommen. Aber man möchte es nicht. Und zwar CDU-seitig. Wollte ja keine Zufallsmehrheiten, wie er so schön. Ja, genau, die Zufallsmehrheiten. Aber er möchte lieber mit Robert Habeck koalieren und den Robert Habeck als Wirtschaftsminister behalten, weil er so unglaublich guten Job gemacht hat und extrem kompetent ist. Aber darüber wollen wir uns ja nicht weiter unterhalten. Ja, es führt jetzt ziemlich weit weg, wenn wir uns die Wahlkampfgirlanden im Einzelnen angucken, weil die Union ja sagt, die CDU paart nicht mit diesen Grünen. Ich fürchte, andere werden nicht zur Verfügung stehen. Die CSU sagt gar nicht mit den Grünen. Und am Ende weiß man ohnehin nicht, worauf es hinauslaufen wird. Nach der Wahl werden die Karten ja in der Regel neu gemischt. Mich würde interessieren, was sehen Sie denn als das beherrschende Thema im Wahlkampf? Ist es Migration? Ist es Frieden? Ist es die Wirtschaft? Was wäre das zentrale Thema, was Sie angehen würden? Die vornehmliche Frage, die unbedingt beantwortet werden muss und das möglichst schnell ist, dass wir einen Neustart haben für unser Land, eine politische Wende. Und das hängt sich an genau 2 Themen auf. Das ist die Wirtschaftspolitik und die Migrationsfrage. Wir haben wirtschaftliche Probleme und wir haben de facto keine Grenzen. Und dementsprechend sind das die vornehmlichen Themen. Und wenn Herr Merz aber noch weiter an einer Taurus-Raketenverschickung Richtung Ukraine rumfummelt, dann haben wir natürlich auch eine außenpolitische Überlagerung des Wahlkampfes. Denn wir sagen als AfD ganz, ganz klar, wir wollen keine deutsche Involvierung durch die Lieferung von Taurus und eine Involvierung deutscher Soldaten. Denn das würde bedeuten, dass die NATO eintritt. Und das muss unbedingt verhindert werden. Dementsprechend Migration und Wirtschaftspolitik. Dort habe ich in der letzten Regierungserklärung den Zukunftsplan für Deutschland vorgestellt. Wie stellen wir uns die ersten 100 Tage ein Regierungsprogramm vor unter AfD-Beteiligung? Und da stehen vor allen Dingen im Fokus, dass die Unternehmens- und Einkommensteuern gesenkt werden müssen, die CO2-Abgabe abgeschafft, Energiesteuern runter, vor allen Dingen Einkommensteuersätze drastisch abgesenkt werden müssen, Bürokratie wirklich deutlich reduziert. Schauen Sie sich das an, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dieses Monstrum, was die deutschen Unternehmen noch mal zusätzlich benachteiligt im Wettbewerb. CO2-Abgabe im Übrigen auch, verteuert Energie. Sie haben in Wertschöpfungsketten überall Energie drin und dann greift der Staat auch noch mit den Energiesteuern dazu. Nebst der sowieso schon höchsten Energiepreise
weltweit. Das heißt, diese Politik hier, die hier betrieben wurde, hat unsere gesamten Unternehmen aus dem internationalen Wettbewerb rausgeschossen. Und dazu gehört natürlich auch, die Grenzen zu schließen, zu kontrollieren und Ausreisepflichtige, vor allen Dingen die Straftäter voran abzuschieben. Sie müssen unser Land verlassen. Und das ist wirklich die Kurzfassung, die ich Ihnen gerade dargelegt habe. Ich weiß, ich habe meine Längen, wenn man mich lässt. Und dementsprechend möchte ich sie erlösen. Und die Punkte liefere ich dann gerne noch nach. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich bin es gewohnt eigentlich, dass gerade in Wahlkampfzeiten die Vorstellung des eigenen Programms ein bisschen in die Länge geht. Die wichtigsten Punkte. Es hat aber gerade eine Umfrage gegeben von Forsa für NTV, wo auch die AfD-Anhänger interessanterweise gesagt haben, integrierte, arbeitende Syrer beispielsweise sollten nicht wieder nach Hause geschickt werden. Ist möglicherweise das Migrationsthema von der AfD überbewertet? Ich glaube, dass wir grundsätzlich ausländische Staatsbürger, die sich positiv in unsere Gesellschaft einbringen, und damit meine ich eine volle Integration in den Arbeitsmarkt und auch die Sprachkompetenz der deutschen Sprache, dass sie ja auch einer Arbeit nachgehen dürfen. Das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz haben wir Millionen von Menschen, die zu uns gekommen sind, über offene Grenzen, die vorher ihre Pässe weggeschmissen haben, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Wir haben eine überbordende Kriminalität, die hier komplett durch die Decke geht. Wir haben eine überbordende Ausländerkriminalität. Wir haben eine überbordende Kriminalität von jugendlichen Ausländern. Und diese Leute gehören einfach nicht in dieses Land. Und da sage ich Ihnen ganz klar, wenn ich etwas zu sagen habe in diesem Land, werden diese Menschen nicht mehr hier sein. Das lassen wir mal so stehen bei allen Umsetzungsschwierigkeiten. Das kann man machen. Wenn der politische, Herr Schuler, wenn der politische Wille da ist, dann können Sie alles tun. Und ich sage Ihnen, wir werden es tun. Ich werde es tun. Diese Menschen, die hier unsere Gesellschaft, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus den Angeln heben, den öffentlichen Raum gefährden, die werde ich abschieben. Sie haben hier keinen Platz. Und das muss der Staat ganz klar formulieren. Und da er das bisher noch nicht formuliert hat, ist der politische Wille nicht da, weder von den Grünen noch von der SPD und schon gar nicht von der CDU. Abschiebungen sind Ländersache, alles sehr kompliziert. Ja, was wird denn in den Ländern gemacht? Da sitzen doch die Parteien absolut, drin. Absolut, aber die Erfahrung der meisten... Der schlechteste ist Söder übrigens, Bayern. Die Erfahrung der meisten Menschen geht in der Tat dahin, dass solche Sachen im Wahlkampf angekündigt werden und hinterher werden sie nicht durchgezogen mit Verweis auf die föderale Struktur, die Zuständigkeiten, das Europarecht. Und alles ausreden. Frau Meloni beispielsweise hat versucht, in Albanien, glaube ich, 8 Leute extern ihre Asylverfahren durchlaufen zu lassen. Und das Gericht hat das jedes Mal wieder gestoppt. Also auch die juristische Ebene ist sozusagen in diesen politischen Prozess ein. Also die Erfahrung ist in der Regel, dass die Ankündigungen nicht umgesetzt werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn der politische Wille da ist, dann können Sie das alles tun. Der politische Wille ist aber nicht da. Und ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Denn wir sehen zum Beispiel, genau, Abschiebungen sind Ländersache. Dass die CDU-regierten Bundesländer die schlechtesten sind in der Abschiebequote. Und es ist absolut ein Witz, irgendwie zu sagen, ach, man kann die jetzt nicht in den Flieger setzen. Symbolisch konnte man ja diese 27 oder 28 afghanischen Vergewaltiger, Mörder, Straftäter mit einer Bonuszahlung ja noch in den Flieger setzen, die teilweise schon zurückgekommen sind. Die lachen sich in Afghanistan kaputt. Hahaha, jetzt wurde ich noch bezahlt dafür, dass ich die Frauen vergewaltigt habe und die Leute umgebracht habe. Das ist ein Witz, was sich hier darbietet. Und parallel dazu stellt das Baerbock-Außenministerium immer noch weiter Visa zur Verfügung, um diese Leute auch noch einzufliegen. Was glauben wir eigentlich, was wir uns in dieses Land reinknallen? Und das sind nicht Taliban, das sind ganz normale Afghanen. Wissen Sie, was in Afghanistan mit Frauen gemacht wird, die irgendwie Ehebruch anscheinend begehen? Die werden gesteinigt zu Tode. Das ist eine Steinzeit-Scharia. Und wir tun hier so, als ob das alles harmlose Leute sind. Das ist unverantwortlich, solche Leute in unser Land zu lassen, die die öffentliche Sicherheit hier gefährden und hier ihren quasi Dschihad durchführen. Also ich höre jetzt auf damit, weil Sie merken, dieses Thema erregt mich, weil ich nicht verstehen kann, wie dumm und verantwortungslos Regierungen eigentlich sein können. Steinigungen von Ehebrecherinnen waren, glaube ich, der Auslöser auch des Afghanistan-Einsatzes. Da gab es
vor Jahren eine schwere Geschichte, aber müssen wir nicht drauf zurückkommen. Genau, darum hat man die Mörder gleich hier eingeflogen und nicht die Frauen. Das war damals nicht so absehbar. Wir haben ja lange Zeit vor Ort dort versucht, die Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Ist ein ganz anderes Thema. Ich würde, bevor wir nochmal auf Ihre Pläne im Wahlkampf zurückkommen, nochmal ganz kurz auf Ihre Partei zu sprechen kommen. Mein Kollege Julian Reichelt hat in seinem Format, Achtung Reichelt, unlängst sich mit der Anschlussfähigkeit der AfD beschäftigt und einen riesen Shitstorm damit ausgelöst, dass er sagte, also wenn beispielsweise eine Figur wie Björn Höcke im Weg steht für die Anschlussfähigkeit, dann müsse Höcke eben weg. Wir können da, glaube ich, mal reingucken. Wir haben den Ausschnitt da. Die AfD muss sich entscheiden, ob sie wirklich regieren will, um die Wünsche ihrer Wähler wahr werden zu lassen und ihr Leben besser zu machen. Denn das geht nur in der Regierung. Wenn sie gar nicht erst regieren will, dann betrügt und missbraucht sie ihre Wähler. Wenn sie regieren will, hat die AfD eine Verpflichtung, anschlussfähig zu werden. Denn eine absolute Mehrheit mag zwar in den Allmachtsfantasien einiger ihrer Kader existieren, wird aber niemals kommen. Die AfD könnte innerhalb weniger Jahre Regierungsverantwortung übernehmen, wenn sie bereit ist, sich zu verändern. Hier ist, was die AfD radikal ändern muss. Erstens, Björn Höcke muss weg. Seine Sprache der wohltemperierten Grausamkeiten ist schlicht abschreckend, wenn man mehr als einen wertlosen Wahlsieg in Thüringen will. Sich vermutlich nicht dazu herbeilassen, einen Parteifreund in die Wüste zu schicken, aber hat er nicht recht? Nein, hat er nicht. Hat er definitiv nicht. Erstmal hat Björn Höcke Wahlen gewonnen, in Thüringen 35% geholt. Das ist das beste Ergebnis der Alternative für Deutschland in unserer Parteigeschichte. Und wir sehen ja auch an der Blockadehaltung in allen anderen Bundesländern, in Bayern, in Hessen, bürgerliche Mehrheiten sind da schon vorhanden gewesen bei den Landtagswahlen zwischen CDU und AfD. Bayern, Hessen, ostdeutschen Bundesländern sowieso 2/3 fast für Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau, dass man das gar nicht will, dass es auch gar nicht an Björn Höcke liegt. Ich finde, das ist ein ganz künstliches Argument, um die AfD zu blockieren und Millionen von Wählern auszuschließen, finde ich recht schwach. Trotzdem wundert man sich natürlich, warum Herr Höcke immer wieder mit irgendwelchen seltsamen Anspielungen an die NS-Zeit, wenn er von 1000 Jahre Deutschland spricht, dann weiß er natürlich als Geschichtslehrer, dass es nach 1000-jährigem Reich klingt. Damit hilft er einer alleinerziehenden Mutter heute im Alltag auch nicht weiter. Warum macht er sowas? Das müssen Sie ihn selbst fragen, warum er sowas macht. Also wenn er sowas gesagt haben sollte. Aber er hat mit 35% Wahlen gewonnen. Und offensichtlich sehen das die Menschen anders. Ein anderer Grande Ihrer Partei, Alexander Gauland, war bei mir zum Interview und er hat zum Thema Westbindung Folgendes gesagt. Ich glaube, es ist für ein Volk, das 6 Millionen Juden, ermordete Juden hinter sich hat, keine gute Idee, jetzt Israel in seinen Verteidigungsanstrengungen zu kritisieren. Also in dieser Frage bin ich auf Seiten derer, die sagen, Israel muss sich verteidigen und da seine Existenz von vielen ausgelöscht werden soll, ist es unsere Aufgabe, in dieser Frage an seiner Seite zu stehen. Ist das die einhellige Meinung der AfD? Also zunächst einmal teile ich uneingeschränkt zu 100% Alexander Gaulands Meinung. Ich möchte auch jedem empfehlen, weil das auch nicht bekannt ist, in den Mainstream-Medien sowieso nie geteilt wird, sich die Rede von Alexander Gauland anlässlich des Massakers am 7. Oktober anzuschauen. Das ist die beste Rede gewesen aus meiner Sicht im Deutschen Bundestag. Eine differenzierte Rede und auch eine Rede, die unsere historische Verantwortung mit inkludiert, ohne außer Acht zu lassen, dass die Situation im Nahen Osten alles andere als einfach ist. Jetzt ist Sarah Wagenknecht und ihre Bewegung auch angetreten, massive Veränderungen glaubwürdig in Deutschland umzusetzen. Sie wiederholt das immer wieder. Es müsse zu glaubwürdigen Veränderungen kommen. Ist nicht Sarah Wagenknecht eigentlich viel erfolgreicher als die AfD? Innerhalb von nicht einem Jahr ist sie schon Mitglied in 2 Landesregierungen.
Ja, damit hat sie ja auch gezeigt, dass sie eine Steigbügelhalterfunktion einnimmt. Ihre Programmatik auch in den einzelnen Landesverbänden war recht unscharf. Jetzt sehen wir eigentlich, wofür das BSW steht. Es ist keine Protestpartei, sondern eine linke Abspaltung. Und wenn Sie sich einfach mal anschauen, für was Sahra Wagenknecht steht, dann ist sie eine tiefrote Sozialistin. Also ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, die komplette Abschöpfung, 100% Erbschaftssteuer auf Erbschaften über 1 Million, was eigentlich ein Witz ist. Dann hat die Frau einfach nicht verstanden, was Betriebsvermögen ist. Sie will ja irgendwie auch Volkswirtin sein oder irgendwas davon. Also ich finde das recht unglaubwürdig und sie ist eine pure Sozialistin, die die Wirtschaft hier in Deutschland binnen von einem Jahr absolut kaputt machen würde. Also sie würde sehr, sehr gut zu den Grünen passen, so in ihrem sozialistischen Ansatz. Und ich meine, schauen Sie sich diesen Wahnsinn an. 100% Erbschaftssteuer bei Familienunternehmen. Ich meine, der gesamte Mittelstand sind Familienunternehmer. Da ist alles, was vererbt wird in die nächste Generation, ist ein Betriebsvermögen und die will das 100%ig abschöpfen. Sie will auch im Übrigen das Aktienkapital von Unternehmern dann umwidmen, dass die Mitarbeiter da irgendwie beteiligt werden. Also nur so ein Quatsch. Sie versteht überhaupt nicht, wie Anreize in der Wirtschaft funktionieren und warum Unternehmen Gewinne machen müssen, die sie auch sozusagen in der volkswirtschaftlichen Sprache internalisieren müssen. Also das Ganze geht völlig an der Realität vorbei und nicht umsonst ist sie dann auch noch vor wenigen Jahren gerne mal nach Kuba und nach Venezuela da geflogen, um dann den Diktatoren da zu huldigen. Also so man merkt, dass sie da diesem gesamten Gedankengut noch verhaftet ist. Und schauen Sie noch eins, 20 Jahre in einer kommunistischen Plattform gewesen zu sein. Wissen Sie, was die kommunistische Plattform, ja, Sie wissen das. Also es ist eine Verherrlichung von Stalin. Ich meine, ein Diktator, der Millionen von Menschen einfach umgebracht hat. Wie kann da eine Frau, da auch noch im höheren Alter, die ist jetzt Mitte 50, also die muss da irgendwie noch bis in die 40er Jahre rein. Ich meine, ich bin jetzt 46, werde ich da gewesen sein. Wie kann man denn Stalin verherrlichen? Also ich halte das alles für eine totale Mogelpackung und das Ganze ist so verschwurbelt. Ach ja, und jetzt in Thüringen ist da ein BSW-Kader, soll da ein ehemaliger Stasi-Spitzel als BSW-Kader da Minister werden. Also das ist alles so ein Witz. Also das BSW rekrutiert alte Stasi-Spitzel in den Kader rein und die Leute, die haben ja alle so viel, ich muss es auf gut Deutsch sagen, so viel Dreck am Stecken aus der Vergangenheit. Und Frau Wagenknecht war in 4 Parteien, ist damals noch unter Honecker, gegen den faschistischen Klassenfeind, ist sie in die SED eingetreten, dann war sie in der PDS, dann war sie in der Linken, jetzt BSW und so. Sie wird die Grätsche machen, wenn sie sich dort bekennen muss, wofür sie eigentlich wirklich steht. Ich habe Ihnen da gerade ein bisschen was dargelegt, was man sehr schön über sie lesen kann, in der politischen und wirtschaftspolitischen Positionierung. Tja, und da muss sich dann der Wähler da die Meinung bilden. Sie waren ja vor einem Jahr schon mal bei mir und da haben wir auch schon über Wagenknecht gesprochen. Wir können mal reingucken, was Sie damals gesagt haben. Jetzt habe ich Sie ja auch besser kennengelernt. Würden Sie mit Sahra Wagenknecht und Ihrer Partei koalieren? Ja, da müsste man reden. Also ich würde das nicht ausschließen, aber Frau Wagenknecht möchte ja nicht mit uns. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt spruchreif ist, weil sie muss sich erst mal bewähren. Sie hat jetzt ja zunächst das linke Lager zerlegt. Ja, die linke Fraktion, die löst sich jetzt auf. Sie ist eigentlich dieser linken Bewegung komplett in den Rücken gefallen. Ja, also Sie sagen, inzwischen haben Sie sie besser kennengelernt oder hat sich Ihre Einschätzung da grundlegend geändert? Ja, ich stand dann natürlich damals auf der Bremse. Andererseits ist Frau Wagenknecht diejenige, die aber auch öffentlich in Talkshows öfter mal anmahnt, dass der Umgang mit der AfD ungerecht sei. Ich stand damals auf der Bremse, weil man nicht wusste zu dem Zeitpunkt, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte sich das BSW auch noch nicht gegründet. Wann hatten wir das Interview nochmal? War das im Dezember oder im Januar? Ich weiß es nicht genau, aber ja, genau, im Januar aber das haben war die sich dann, genau richtig. Ja. Und es hat extrem lang gedauert, bis die ihr Parteiprogramm hatten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 2 Überschneidungen. Erstmal die Kritik im Umgang mit dem Ukraine-Krieg, rein inhaltlich.
Und dann die Corona-Maßnahmen-Kritik, also auch der Wille zur Aufarbeitung. Ich sage grundsätzlich, ich möchte mit jedem reden. Das ist auch unsere Pflicht als Politiker. Da sind wir unseren Wählern schuldig, dass wir grundsätzlich jeden anhören, um nachher auch kompromissfähig zu sein, Kompromisse schmieden zu können. Wenn Sie da Leute per se in die Ecke stellen, dann haben Sie ein Problem, weil Sie damit den demokratischen Transmissionsriemen auch erheblich stören. Dieses Jahr hat deutlich gemacht, für was Sahra Wagenknecht steht. Und ich nehme meine Informationen, die ich Ihnen gerade hier dargelegt habe, natürlich auch daraus. Die Regierungsbildung in den ostdeutschen Bundesländern ist jetzt abgeschlossen. Wir sehen, was das für eine Mogelpackung ist. Dann kann man sich die ganzen Statements von Frau Sahra Wagenknecht auch angucken. Damals hat sie noch nicht gesagt, öffentlich, da gab es einen wunderbaren Weltartikel, dass sie 100%ige Erbschaftssteuer auf 1 Million draufschlagen will. Sie hat sich immer sehr schön im Wagen gehalten. Und ich muss Ihnen sagen, Sahra Wagenknecht hat natürlich auch den ganz großen Vorteil, die Mainstream-Medien, sie lieben Sahra Wagenknecht, weil sie so schön links ist. Sie kann von Talkshow zu Talkshow gehen, sie wird auch medial angeschoben, noch und nöcher. Und also ihre Bewährungsprobe ist vorbei, sie kann sehr gut reden, ist offensichtlich vielleicht auch nicht so gut belastbar, weil sie da auch die linken Fraktion nicht gut führen konnte und da auch aufgegeben hat. Muss man sich alles anschauen, aber ich halte das BSW für eine Eintagsfliege. Das wird nicht bestehen bleiben. Aber in der Ukraine-Politik sind Sie schon einig mit Frau Wagenknecht, weil Sie auch die Reisen angesprochen haben. Mitglieder Ihrer Partei fahren ja sehr gern nach Russland, besuchen die Krim oder sind als Wahlbeobachter unterwegs. Der außenpolitische Sprecher Herr Mostov hat einen Vertrag in Moskau angenommen, wenn ich es richtig weiß. Also so ganz auf Distanz zu Diktatoren sind die AfD-Leute auch nicht. Oh, das ist natürlich jetzt eine sehr steile Formulierung. Also, ja gut, wir müssen ja nicht mit Wattebäuschen werfen. Ja, natürlich, auf keinen Fall. Ich bin es auch nicht gewohnt, dass man mich mit Wattebäuschen bewirft. Das stimmt allerdings. Ja, da fühle ich mich dann auch nicht wohl. Also jetzt eben schon so, da war schon so das. Aber gut, ich möchte Ihnen seriös auf diese Frage antworten. Also, zunächst einmal würde ich mir wünschen oder hätte ich mir gewünscht, dass bei Ausbruch eines solchen Krieges ein völkerrechtswidriger Angriff Russlands auf die Ukraine, das muss einfach festgehalten werden. Hätte ich mir gewünscht, dass ein deutscher Kanzler sofort hinfliegt und zum Telefon greift und eine Vermittlung zwischen der Ukraine, zwischen den USA und Russland anstrengt. Deutschland hätte einen deutlich neutraleren Standpunkt einnehmen müssen in Friedensverhandlungen und auch darauf hindrängen müssen. So, das ist die Verantwortung einer deutschen Bundesregierung, eingebunden in die NATO. Was wir tun müssen, ist so schnell wie möglich diesen schrecklichen Krieg dort zu beenden und auf keinen Fall Raketenlieferung Taurus, wir hatten das eben schon angesprochen, das Thema unter Bedienung deutscher Soldaten, das müssen wir unbedingt verhindern, weil das nach sich ziehen würde, dass die NATO in diesen Krieg reingezogen würde. Und das muss unbedingt verhindert werden. Das wäre eine absolute Katastrophe. Darum die Hoffnung in Donald Trump, dass der den Willen hat, dieses Ding so schnell wie möglich zu beenden. Warum ich dann auch wieder bei Ihrer Eingangsfrage wäre, mein Weg würde eigentlich zuerst nach Washington führen und dann nach Moskau, um eine Friedensverhandlung für Deutschland mit anzustrengen. Denn Deutschland ist neben der Ukraine auch Hauptbenachteiligter dieses schrecklichen Krieges. Aber Sie planen jetzt nicht schon die Flugreisen nach dem Einzug ins Kanzleramt? Doch, natürlich. Ich plane permanent Flugreisen. Auch wenn ich nicht dort eingezogen bin. Aber man kann ja trotzdem was machen. Und das erwarte ich auch von anderen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass der Krieg dort eskaliert. Es wäre eine absolute Katastrophe. Lassen Sie uns noch über ein paar Punkte fürs Wahlprogramm sprechen. Wir haben Energiewende schon angesprochen. Was passiert mit der Energiewende, die ja nun weiter ausgebaut werden soll, wenn es nach Robert Habeck gibt? Die Union will, glaube ich, an den Zielen auch festhalten, nur andere Mittel. Und wie würde die AfD damit umgehen? Also weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, es gibt eine Strategie für Ersatzkraftwerke, so auf diesem Pfad weiter? Oder was wäre Ihr Plan?
Ich habe es Eingang eigentlich schon gesagt, was wir von der Energiewende halten. Das EEG gehört ersatzlos gestrichen. Schauen Sie sich das an, was hier passiert. Man will auch irgendwie Gasnetze rausreißen, ohne einen Ersatz zu haben. Also das ist auch alles, das kann nur ein Kinderbuchautor vollziehen. Dass die CDU das nicht ausschließt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das angesprochen haben. Genau, das stimmt nämlich. Die CDU möchte die CO2-Abgabe nicht abschaffen. Sie möchte sogar die Stufenerhöhung mitmachen. Sie möchte das EEG fortführen. Das EEG ist nichts anderes als die Zerstörung der marktwirtschaftlichen, wettbewerblichen Bepreisung auf dem Energiemarkt. Es ist komplett zerstört worden durch Einspeisevergütung etc. pp. Darum funktionierte ja auch nichts mehr. Und darum sage ich es gerne nochmal, wir müssen raus aus dem EEG. Wir müssen zurück zu einer seriösen Energiepolitik, Technologieoffenheit, Kernkraft, moderne Kohlekraftwerke, die hat Deutschland nämlich. Und natürlich auch günstiges Erdgas. Und dann gerne auch Forschungsleistung in andere Energieträger. Ich spreche da gerne mal so von Flüssigsalzreaktoren. Übrigens eine deutsche Erfindung. Dann sind die Ingenieure, weil sie hier auch platt gemacht wurden, sind sie erst nach Kanada gegangen. Und der erste Flüssigsalzreaktor, also Salzreaktor, wurde dann in China gebaut. Das ist eine deutsche Technologie, weil hier alles abgewürgt wird und dementsprechend Technologieoffenheit, und dazu gehört auch die Aufhebung von Verboten, sofortige Aufhebung des Verbrennerverbotes, sofortige Aufhebung des Heizungsverbotes. Und dementsprechend lassen Sie uns aufhören mit dem ganzen Quatsch, lassen Sie uns zu einer seriösen Wirtschafts- und Energiepolitik zurückkehren, wo die Unternehmen und die Steuerzahler entlastet werden müssen und wir zu einer seriösen Energiepolitik zurückkehren müssen. Der Ausstieg aus dem EEG würde aber zwangsläufig zum kompletten Stopp des Ausbaus der erneuerbaren Energien führen müssen, weil die ja angebunden werden müssen. Und dementsprechend entstehen diese teuren Netzentgelte, die dann umgelegt werden. Das heißt, jeder, der ein Windrad hinstellen will, müsste sich dann überlegen, ob er auch für die Anbindung ans Netz bezahlen kann. Die großen Erzeuger würden es sicherlich nicht tun. Sie sagen es selbst, was das für ein absolut quatschiges, dysfunktionales, planwirtschaftliches Monstrum ist. Die EEG-Umlage ist über die Jahre gestiegen aufgrund der Skaleneffekte des Energieangebotes von erneuerbaren Energien. Im Übrigen, ich verwende das Wort erneuerbare Energie nur sehr, sehr ungern, weil die Energien sind ja gar nicht erneuerbar. Sie haben hier Windkrafträder, wofür Wälder abgeholzt werden, die sich nicht drehen, die einen so geringen Effizienzgrad haben. Solar, was überhaupt gar nichts bringt, wenn die Sonne nicht scheint. Ich weiß nicht, so oft scheint die Sonne auch nicht. Und dann hat man komplett vergessen von diesen Vorgängerregierungen. Und Merkel war die Erste, die damit angefangen hat und es nicht verstanden hat. Und dann die Grünen gleich als Nächste. Man hat ja die Transportwege, also die Transmission überhaupt gar nicht ausgebaut. Also woher soll von dem Windrad Nummer 1 in Norddeutschland, das irgendwo da nach Süddeutschland, die ganzen Trassen sind ja gar nicht ausgebaut worden. Aber was hat man gemacht? Man hat dann gleich die Gasleitung auch mit rausgerissen, Kernkraftwerke abgestellt, das nachher abgestellt und auch noch zerstört. Man hat in die Leitung der Kernkraftwerke ja auch Säure reingeleitet, damit sie aber auch bloß gar nicht mehr in Betrieb genommen werden. Das ist Dekontaminierung. Genau, richtig. Ja, und das ist grüne Politik und wir müssen unbedingt damit aufhören. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, man muss sich da Gedanken machen, wie plant man eigentlich den Übergang. So, aber was völlig klar ist, dass wir aufhören müssen mit dieser unseriösen, chaotischen Fummelei auf dem Energiemarkt. Also kein anderes Land benimmt sich wie Deutschland als Geisterfahrer in der Energiepolitik. Energie günstiger machen war jetzt ein Punkt. Das andere, Regulierung weg, Verbrenner aus weg. Reicht das, um die deutsche Automobilwirtschaft zu retten? Bei Volkswagen ist es interessant, da wundert mich das nicht, weil bei Volkswagen der Staat drin sitzt. Und Sie wissen, wenn Politiker von einem Bildungsstand wie Robert Habeck etc. pp. Oder auch von der SPD, ein Freund von Ihnen. Dort, ja, die Leute, die verstehen einfach nichts von den Themen, für das sie sich verantwortlich zeigen. Und das ist extrem schwierig. Also hier, da sehen wir das Bild von Volkswagen, Wolfsburg.
Da sitzen ganz viele Politiker im Aufsichtsrat, die eigentlich nichts von Wirtschaft verstehen. Und das ist der Grund, warum es bei Volkswagen geknallt hat. Es ist nicht nur auf Grundlage politischer Entscheidungen, sondern eben auch, sobald Staaten beteiligt sind, dann haben sie eine Störung der Anreizfunktion. Und man hat durch die Einführung der Abgasbegrenzung auf die Flotte 2018 hat man natürlich de facto den Verbrennermotor EU-seitig ausgeschaltet. Da hätte ich wenigstens erwartet, dass Deutschland sein Veto einlegt. Wir haben das im Übrigen als AfD-Fraktion als einzige beantragt, ein Veto einzulegen, weil es unsere Automobilbranche einseitig schädigt. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil in der Verbrennermotorentechnik mit einer sehr hohen Wertschöpfung. Und jeder wusste, dass es Deutschland asymmetrisch hart trifft. Das ist ein planwirtschaftlicher Eingriff gewesen. Warum sollte man einen Flottenverbrauch so dermaßen runterregulieren, dass Verbrennermotor de facto verboten werden? Da hätte man sofort die rote Flagge hissen müssen. Und jetzt müssen wir darauf hinwirken, dass wir technologieoffen sind und dass wir wirklich wieder unsere guten Motoren bauen können. Aber da hätte ich mir auch deutlich mehr Einspruch von den Konzernchefs erwartet, von BMW, von Mercedes, von Volkswagen, dass man diese Motoren bauen kann, die der Kunde will. Die Leute wollen Verbrenner fahren. Damit fängt es ja an. Wir haben auch überhaupt gar keine Infrastruktur, Reichweite und. Und vor allen Dingen, was noch auf uns zukommt, warum ich mir auch einen Einspruch erwartet hätte, ist, schauen Sie sich einen komplexen Verbrenner oder einen Diesel, also einfach einen Verbrennermotor an. Da schrauben ganz viele Leute bei rum. Eine Batterie ist nicht so komplex wie ein Verbrennermotor. Das heißt, die Wertschöpfungstiefe von E-Autos ist deutlich geringer. Und wissen Sie, wo die ungefähr liegt? Sie liegt bei gerade mal 10%. 10% von Verbrennermotoren. Das heißt, wo vorher 10 Leute am Motor rumgeschraubt haben mit dem Einbau, braucht es nachher nur noch eine Person, einen Arbeiter, um so eine blöde Batterie da einzusetzen, ganz zu schweigen von den Entsorgungsproblemen, dann von den Abbauproblemen. Schauen Sie sich die Kobaltminen da im Kongo an, das ist der letzte Dreck. Dann in Bolivien, wo die Salzseen abgesenkt werden, damit man die Kobolde abbauen kann. Die Kobolde, erinnern Sie sich noch? Die kommt nicht los, die gute Frau Baerbock von diesem ja, genau, also Kobolde in den Autos und dafür brauchen sie noch eine Person. Und das ist der Grund, auch der Grund, warum die Leute plötzlich auf der Straße sitzen. Nun werden Sie als Betriebs- und Volkswirtin nicht im Ernst unrentable Technologien am Leben erhalten wollen, um Arbeitsplätze zu schützen. Also wenn das Elektroauto Sie sind doch total rentabel. Wenn das Elektroauto so wahnsinnig nachgefragt wäre das natürlich ein Marktrenner. Das Problem scheint mir im Augenblick zu sein, dass die Leute, die das Geld zusammenkratzen für eine gebrauchte Familienkutsche, mit einem E-Auto nicht viel anfangen können, zumal man kaum ein Billigregal reinkriegt oder eben irgendwo, wenn man zur Oma nach Bielefeld fahren will, dreimal zwischenladen muss, ist jetzt nicht so reizvoll. Also Sie meinen jetzt unrentabel das E-Auto oder den Verbrenner? Das E-Auto ist einfach unpraktikabel für die klassischen unrentabel. Familien. Das ist das, was Sie gerade sagen? Naja, weil Sie gesagt haben, es hängen auch viele Arbeitsplätze am Verbrenner. Also wenn das allein das Argument wäre, dann hätte man möglicherweise auch Galeeren aufrechterhalten müssen, weil mehr Leute arbeiten. Also dieses Argument fand ich jetzt ein bisschen schwach für den Verbrenner, weil eine hohe Wertschöpfungstiefe da ist. Es ist extrem stark. Schauen Sie, was passiert ist. Und ich glaube, ich habe das jetzt total oft schon gesagt. Schauen Sie, was passiert ist. Der Marktmechanismus wurde auf dem Automobilmarkt politikseitig zerstört. Durch Verbote, durch hier Regelungen, da Eingriffe. Dann wurde das E-Auto ja noch subventioniert, weil das E-Auto nicht rentabel ist. Es wollten alle sauber werden. Der Kunde, das ist ja nicht sauber. Wo soll der Strom herkommen? Sie stecken das in die Steckdose her. Woher kommt der Strom? Also Michael Moore hat da mal, ich glaube Michael Moore ist das gewesen, der eine ziemlich lustige Dokumentation darüber gemacht hat. Unser Wettbewerbsvorteil ist der Verbrennermotor. So, und der Kunde fragt den Verbrennermotor
nach. Dann wurde er einfach verboten. So, und damit machen sie den Markt kaputt. Die Kunden wollen den Verbrennermotor. Ach, dann hat man auch noch den Sprit unnötig über Steuern verteuert. Schauen Sie sich das an, wie teuer Benzin und Diesel ist an den Zapfsäulen. Das ist alles Habecks und Merkels Werk. Und damit preisen sie natürlich den Konsumenten aus und die Leute haben dann nachher gar kein Geld mehr in der Tasche. Wer will schon so ein E-Auto in der Garage haben, wie Sie richtig sagen, das unrentabel ist, was überhaupt nicht ausgereift ist. Für kurze Strecken kann ich das sogar noch nachvollziehen. Mein Ansatz ist einfach, technologieoffen zu sein, aber nicht unter Aussetzung des Marktmechanismus, sondern dass sich die beste Idee, die bessere Idee immer am Markt durchsetzt. Und das macht den Innovationsmarkt aus. Komplett kaputt gemacht in Deutschland und Europa. Ein Stichwort zum Wahlkampf hätte ich noch, Inflation. Die SPD möchte jetzt die Mehrwertsteuer auf Ernährungsprodukte von 7 auf 5% senken. Die CSU möchte, glaube ich, die Mehrwertsteuer ganz abschaffen für einzelne Produkte. Was das im Einzelnen ist, ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt. Ist das ein Weg, die Inflation in den Griff zu kriegen? Zunächst einmal. Ich möchte es nicht zu leicht machen, aber was soll man sagen? Das sind die Vorschläge. Ja, nicht zu leicht. Also die Frage ist ja, wie die Inflation überhaupt entstanden ist. Und das ist deutlich komplexer. Und auch darauf habe ich seit Jahren hingewiesen. Wir haben eine angebots- und eine nachfrageseitige Inflation. Und ich fasse mich kurz, Herr Schuler, Sie müssen jetzt nicht erschrecken. Wir haben eine nachfrageseitige Inflation, weil viel zu viel Geld seit über 10 Jahren, eigentlich seit fast 20 Jahren, in den europäischen Markt reingepumpt wird zur Rettung der Schuldenstaaten. Absenkung. Über die EZB. Genau, wir hatten dort eine gigantische Bilanzausweitung und dementsprechend ist extrem viel Geld in den Markt reingeflossen über die Niedrigzins- und Nullzins-, Negativzins. Wahnsinn, was hier gemacht wurde. Politik, also ich möchte Ihnen einfach nur mal sagen, was ein negativer Preis auf etwas eigentlich bedeutet. Also wir hatten mal die Phase der Negativzinsen zur Rettung der Banken, der Staaten und so, dass uns hier nicht alles um die Ohren fliegt. Ein negativer Preis, das haben Sie normalerweise bei Entsorgungsmüll. Also wenn Sie etwas entsorgen wollen, dann müssen Sie zahlen, dass Sie das Ding loswerden. Was hat das über eine Zentralbank ausgesagt, die den Wert der eigenen Währung, mit denen eigentlich die Leute gezwungen sind zu zahlen, weil kein anderes Zahlungsmittel zugelassen ist, negativ bewertet, mit einem negativen Preis. Also dass man dafür belohnt wird, wenn man es rausschiebt. Wahnsinn! Hat Schäuble sehr von profitiert. Ja, alle Staaten haben davon profitiert. Aber auf wessen Kosten ist das gegangen? Es ist auf die Kosten der Sparer gegangen. Durch diese Effekte, das sind gigantische Vermögensumverteilungseffekte, dürfen Zentralbanken und Notenbanken so eine Politik überhaupt gar nicht betreiben. Die EZB hat es über Jahre hinweg gegen ihre eigenen Statute verstoßen. Und das schlägt jetzt auf. Wir haben eine riesige Inflation, eine riesige Kerninflation. Kennen wir nicht. Wir müssen uns jetzt dauerhaft über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf eine strukturell hohe Inflation einstellen. Und dann haben wir aber auch noch, und da komme ich jetzt auf die Lebensmittelpreise zu sprechen, haben wir aber auch noch angebotsseitige Inflation. Also das heißt, die Inflation in den Herstellungskosten. Und das wurde von den Staaten verteuert, von unseren räuberischen Steuerstaat. Wenn die ganzen Sozialisten nämlich blank sind, dann ziehen sie das den Leuten aus der Tasche. Da haben sie es über Steuern, Mehrwertsteuer. Warum muss die Mehrwertsteuer bei 19% sein? Die kann man absenken auf 9%. Da war sie auch mal in den 70er Jahren. Lebensmittel, warum nicht auf 0 senken? Da muss sich der Staat auch einfach mal einschränken. Ganz einfach. Einfach die Mehrwertsteuer jetzt auf Lebensmittel einfach komplett abschaffen. Das ist übrigens AfD-Programmatik. So, und das haben sie angebotsseitig, weil sie auch durch die Corona-Krise haben sie auch Shortage, also Verknappung in den Lieferketten gehabt. Also das heißt, da gab es so Störungen in den Lieferketten, warum die Sachen dann noch mal teurer geworden sind. Und zusammengenommen nachfrageseitig Politik der EZB und angebotsseitig, Verteuerung der Produktionskosten, Steuern etc. pp.
das schlägt voll bei dem Konsumenten, bei den Menschen auf und das halte ich für zutiefst unsozial. Eine freiheitlich-soziale Politik ist, den Leuten so viel von ihrem Geld zu lassen, wie sie es eben brauchen und nicht überall reinzugreifen und es zuzulassen, dass eine Zentralbank verbotene Sachen macht wie die EZB. Oh je, also jetzt bin ich hier. Ja, ich habe mich extra kurz gefasst. Ich empfehle den Zuschauern einfach die Begriffe, die sie nicht verstehen, nochmal zu googeln. Das volkswirtschaftliche Seminar haben wir dann damit abgearbeitet. Es klang aber so, als würden Sie auch mehr Musk und mehr Milei wagen wollen, wie Herr Lindner sagt. Also Herr Lindner muss sich da ziemlich stark zurückhalten. Herr Lindner versteht nicht im Ansatz die Politik. Gerade. Genau, die Politik, die er da proklamiert. Er hat genau das Gegenteil vertreten, als er in der Ampelregierung war. Er hätte das niemals zulassen dürfen. Also der scheidet für mich überhaupt aus. Und Milei, ich lese gerade eine blau-gelbe Koalition herbeireden. Es ist Ihnen nicht gelungen. Das ist natürlich, ist mir sofort aufgefallen, dass Sie mir das unterjubeln wollten. Aber Milei ist tatsächlich interessant. Ich lese gerade seine Biografie. Die einzige deutschsprachige Biografie kommt von Philipp Bargus. Und weil mich interessiert, wo kommt der Mann eigentlich her? Was macht er? Er ist ja ein Ökonomieprofessor. Wie hat er angefangen? Der hat sich da auf die Straße gestellt und hat dann allen was über Freiheit und über Ökonomie erzählt. Ich finde das ein extrem starker Ansatz. Argentinien im Übrigen war Mitte des 19. Jahrhunderts das reichste Land der Welt. Das wissen die wenigsten. Dann kamen die Kommunisten, haben alles kaputt gemacht, wie es halt immer so ist, wenn Sozialisten und Kommunisten was zu sagen haben. Darum müssen wir auch hier sehr vorsichtig sein, weil für mich auch die CDU links ist und sozialistisch. Und dann kommt er hin und reißt das Steuer um. Also wir sehen das jetzt schon in den Daten, Inflation gesunken, also deutliche Stabilisierung der Währung, Arbeitslosigkeit, Kaufkraft, also das sind alles solche Themen, wo er jetzt wirklich die Schräubchen anzieht und das ist kein einfacher Job, vor allen Dingen in Argentinien gewesen. Kann man gespannt sein. Hoher Respekt. Das große Problem ist bei solchen Reformen immer, ob die Gesellschaft insgesamt die Geduld hat, den Ertrag der Reformen abzuwarten. Stimmt. Ganz kurz noch, was ist Ihr Tipp, was nach der Bundestagswahl kommen wird? Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Schwarz-Rot-Grün. Alles auf einem Haufen. Klar. Findet der Friedrich Merz ganz toll, sowas zu machen, mit den Linken zusammenzugehen. Gut, würde ich jetzt an Ihrer Stelle auch an die Wand malen, um den eigenen Glanz etwas zu erhöhen. Wieso, was ist denn daran nicht links, Herr Schuler, in der Konstellation? Ich habe ja nicht über die Konstellationen zu urteilen. Die Frage war jetzt einfach nur, was Sie erwarten. Ja. Also eine ganz große Lagerkoalition. Wir haben eine kurze Szene, die jetzt im Netz für ziemliche Aufregung gesorgt hat, aus dem Bundestag. Und da wollten wir mal hören, was da eigentlich los war, wenn wir das mal einspielen können. Grüße, ja klar. Einmal bitte wirklich alle Schüler. Die Lehrerin schimpft mit euch. Jeder kriegt seinen. Gerne. Kein Urlaub hier. Geht jetzt sofort in das gerne. Das ist ein Sicherheitsbereich. Da dürft ihr nicht frei rumlaufen. Einmal bitte mitkommen. Sicherheitsbereich nicht frei rumlaufen. Paul Löbehaus, wenn ich es richtig gesehen habe. War es der Lehrerin unangenehm, dass die Schüler sie da bedrängt haben? Also ich habe mich mega gefreut über die Schüler. Also das ist nicht die einzige Klasse im Übrigen, sondern es geht mir bei sämtlichen Schulklassen so. Ich war da beim Fotoshooting und dann geht dann diese Schulklasse daher und dann wurde ich entdeckt dort und dann ganz großer Tumult und dann sollten die eigentlich weitergehen. Also ich beobachte ja solche Situationen, wie sie sich so entwickeln. Dann haben sie sich wirklich getraut, dann sind die alle zu mir rüber. Und da hatte natürlich dann die Lehrerin was dagegen, die dann auch die ganze Zeit reingerufen hat. Und ja, ich habe mir dann nachher wirklich Sorgen gemacht um die Schüler, nicht, dass sie dann auch irgendwie ganz viele Tadel bekommen. Aber da merkt man, es ist den Schülern und auch Menschen, sind ja nicht nur Schüler, mit denen ich auch gerne Fotos mache, sondern auch andere Alterskategorien. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich glaube, das merkt man auch. Und ich finde es toll, dass es auch so einen Anklang findet. Ich habe, vielleicht lassen Sie mich das noch sagen, vorgestern irgendwie so ein ZDF-Jugendformat gemacht.
wo ich da auch ganz klar sage, ich glaube, was den jungen Leuten fehlt heutzutage, das ist ein Vorbild zu haben. Wenn Sie da in die Regierung gucken, dann sind das nicht gerade Vorbilder für junge Menschen, sondern eigentlich eher das Gegenteil, wie man es nicht macht. Also die Ergebnisse sprechen ja auch für sich, dieses Land hier komplett an die Wand gefahren zu haben. Aber diese Altersgruppe, die kriegt das natürlich voll ab, zwischen 16 und 24, sage ich jetzt mal. Das sind die Schüler, das sind die Studenten, das sind die Berufsanfänger, auf die das voll durchschlägt, was hier eigentlich passiert. Wir haben ein marodes Bildungssystem, wir haben eine viel zu hohe Besteuerung von Berufseinsteigern, wir haben durchgegenderte Schulen und Universitäten und das merken die jungen Leute. Und ich habe jetzt gerade von Vorbildern gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, ein Vorbild zu haben. Ich hoffe, dass ich für den einen oder anderen auch Vorbild sein darf. Das wäre mir eine ganz große Ehre. Ich versuche das auch meinen Kindern vorzuleben. Ich sage zu meinen Kindern, dass die Ausbildung ein Investment ist. Ein Investment ins eigene Leben, dass sie gerne lernen, dass sie nicht für die Schule lernen. Und wenn sie sagen, ja, der Lehrer oder die Lehrerin ist doof und so ist. Ich frage die Schüler ja auch immer, zufrieden mit den Lehrern, lernt ihr gerne? Das ist immer meine erste Frage, ob sie gerne zur Schule gehen. Es ist mir so, so wichtig, dass die jungen Menschen verstehen, und das tun sie, dass eine gute Ausbildung die Grundlage und das Investment fürs eigene Leben ist und dass es unglaublich viel Spaß macht, Wissen zu akquirieren und sich bloß nicht von irgendwelchen linken, grünen Pädagogen irgendwas sagen zu lassen, dass Gendern irgendwie toll ist und dass man sich das Geschlecht aussuchen kann, übrigens FDP-Politik. Solche Sachen gehören nicht an die Schulen, nicht an die Universitäten. Sie sind dafür abgestellt, Schulen und Universitäten, dass die jungen Leute wirklich eine gute Ausbildung bekommen. Und damit will ich es jetzt auch lassen. Sie merken, das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, weil es auch durchschlägt auf meine eigenen Kinder. Und dementsprechend frohe Weihnachten. Gutes Stichwort, letzte Frage. Sie haben im zurückliegenden Jahr relativ viel Einblicke in Ihr privates Leben zugelassen. Wenn die Mitarbeitenden in der Regie das noch mal kurz zeigen können. Sie haben Ihrer Partnerin auf offener Bühne eine Liebeserklärung gemacht. Arbeiten Sie an Ihrem Image? Waren Sie früher zu verkrampft in der Politik? Also das Tanzvideo ist in einem Stau entstanden und wir wollten es ein bisschen lustig haben. Wir tanzen total gerne zusammen. Da haben Sie auf deutschen Straßen viel Gelegenheit zum Tanzen. Ja, ich habe das Video ja selbst nicht veröffentlicht. Und bei dem anderen, bei meiner Liebeserklärung an meine Frau, da ist es so gewesen, dass sich das aus der Frage ergeben hat. Also für mich gilt weiterhin, das Private auch privat zu halten.